Also, der nimmt Anfängern die Chance auf ein 10% Speedset, die es wirklich brauchen, zieht's 3-mal und sagt dann, oder 2-mal, und sagt dann, was will ich damit? What? Also, was soll denn das? Unsympathisch sein Vater. Also, sowas verstehe ich einfach nicht. Dann, dass das Set grundsätzlich sowieso so krass limitiert ist, vor allem, dass das nicht serverweit... Dass es zwischen den Servern keinen Unterschied gibt bei der Limitierung der Sets, ist sowieso Schwachsinn. Also man muss definitiv auch wieder den verurteilenden Zeigefinger auf Gala zeigen. Dass sie... Also zum Beispiel der Server Demian. Das habe ich letztes Jahr, habe ich das gleich sogar überprüft. Auf dem Server Demian, wo wirklich kein Mensch spielt. Ich wette, da werden in 2 Wochen noch Sets sein. Da werden in 2 Wochen noch nicht alle Sets gepult sein wahrscheinlich. Wobei 1% Chance ist echt ziemlich häufig. Also 1% ist wahrscheinlich auch einfach zu häufig, TBH. Also es ist kein Wunder, dass die nach 12 Stunden weg waren oder nach wenigen Stunden gefühlt. Aber das Problem ist eigentlich auch, dass du halt keinen Unterschied machst zwischen zum Beispiel Burudeng und Demian oder auch Burudeng und Lavulf. Also auch das ergibt überhaupt keinen Sinn, dass du sagst, du hast eine Daily Active Player Base von, also auf Lavulf sagen wir mal 5000 oder mehr. Und dann hast du Burudeng, sagen wir 2000 oder so. Und beide kriegen 30 Sets. Oder du hast Demian mit einer täglichen aktiven Player Base von 50 bis 100. Und beide kriegen 30 Sets für die komplett unterschiedliche Playerbase. Also, dass sie jetzt auf Lavulf nicht 500 Sets machen und so und auf Demian nicht 5, okay. Sähe schon auch ein bisschen weird aus, TBH. Aber ich meine, das sagt ja auch keiner. Aber es zumindest ein bisschen anpassen könnte man halt schon. Also definitiv Gala ist da jetzt auch wieder nicht gerade entgegenkommt oder so, dass man sagen kann, das ergibt Sinn oder das ist gut durchdacht. Trotzdem, wenn man selber es überhaupt nicht braucht oder wenn man eins gezogen hat und dann braucht man es ja nicht mehr, wäre es natürlich schon nice, wenn man die, wie sagt man, Nettigkeit besitzt, es dann den anderen Leuten zu überlassen. Weil es, wie gesagt, für die anderen Belohnungen keinen Grund gibt, jetzt schon zu rollen. Und, ja. Also, I don't know. Es ist einfach kein gutes Event, was das angeht. Ist eigentlich immer so bei Flive, also bei Flive Universe gibt es das eigentlich nicht. Bei Flive PC war das so ein klassischer Fall für so ein Event, wo man anderen Leuten was wegschnappen kann. Secret Drop Event. Das war quasi die Definition von anderen Leuten was wegschnappen. Solche Events sind eigentlich schrecklich. Weil ich hätte auch theoretisch... Oh. Hä, was fehlt? Achso, ich muss den Bürgermeister von St. Morning. Ich hätte auch mit einmal in Chance rollen können heute Nacht und hätte höchstwahrscheinlich mindestens ein Set gezogen. Habe ich aber nicht gemacht, weil ich es ja nicht brauche. Und... Oder nicht mehr. Seit dem Picknick-Set, das wir alle bekommen haben, hat ja jeder Chan 10% Speed-Set von jedem Spieler, der zumindest da aktiv war. Also habe ich es natürlich nicht gemacht. Aber hätte man schon machen können. Und dann schon die Tatsache, dass du anderen Leuten das sozusagen wegschnappen kannst, das ist einfach ein furchtbares Event. Natürlich hat es jetzt in dem Fall jetzt nicht zwingend jemand so gemacht. Also es hat wahrscheinlich keiner am Glücksrad gedreht mit dem Hintergedanken, oh, ich sorge jetzt dafür, dass kein Anfänger so ein 10%-Set bekommt, weil ich mir 5 Stück unter den Nagel reiße oder so. Das hat so wahrscheinlich keiner gemacht. Aber das Endresultat ist trotzdem, dass halt die Sets bei Leuten landen, die sie halt, wie gesagt, nicht brauchen. Und die Quintessenz ist halt, dass es jemandem, der halt erst morgen wieder online kommt oder heute spät abends erst wieder online kam, dass der halt gar keine Chance mehr hat, eins zu bekommen,
Und ich meine, an der Lächerlichkeit ist natürlich auch noch ein bisschen, dass heute das Event gestartet ist und heute ist das dann schon leer. Das ist natürlich auch ein bisschen bescheuert. Also Tag 1 von dem Event und der Hauptgewinn ist weg und man kann ihn nicht mehr bekommen. Also auch da hätte man, achso, ich muss jetzt zum Bürgermeister. Auch da hätte man es so machen können, dass man sagt 30 Sets und aber jeden Tag können irgendwie maximal 5 Stück gezogen werden oder so. Ab dem 6. der kriegt dann das Set nicht, der kriegt dann einen Placeholder oder so. I don't know. Also, dass das Event an sich schlecht designt ist und wie gesagt auch aufgrund der Servergrößen wirklich nicht so viel Sinn ergibt, dass halt wie gesagt ein kleiner Server und ein großer Server die gleiche Menge an Sets bekommen, pipapo, kann man alles kritisieren und muss man auch kritisieren, weil das einfach nicht durchdacht ist. Aber trotzdem, wie gesagt, hat man es ja immer noch ein bisschen selber in der Hand, indem man einfach sagt, hey, ich brauche kein Set, es gibt keinen Grund für mich, heute meine Coins schon zu verballern. Dann macht man es halt auch einfach nicht. Das wäre halt die feine englische. Und wenn man das halt nicht macht, ist das schon ziemlich assi. Weil wie gesagt, wenn du das CS nicht brauchst, macht das keinen Unterschied für dich, ob du heute, morgen oder in 2 Wochen rollst. Und wenn wir jetzt von High-End-Spielern sprechen, die wie gesagt kein 10% Set brauchen, dann sprechen wir auch von Leuten, die die Power-Ups vermutlich nicht zwingend brauchen. Also ich weiß gar nicht genau, was alles drin ist. Da ist auch sehr viel Müll dabei bei den Belohnungen aus dem Glücksrad. Also Power-Up-mäßiger Müll. Wo du sagen kannst, die wenigsten Leute im Endgame oder im High-Level brauchen das jetzt so dringend, dass sie heute unbedingt alle ihre Coins verballern müssen. Auf all ihren Chars. Also kannst du mir nicht erzählen. Das ist nämlich nicht so. 1000%ig nicht. Also alles in allem, ja. Einfach nicht so schön. Besser wäre es halt einfach, das Set hätte noch eine viel niedrigere Wahrscheinlichkeit und man könnte es einfach so unendlich oft pullen. Das wäre eigentlich das Beste. Dann kann es keiner jemand anderem versauen. Niemand kann aus Versehen zu viele Sets pullen und dann im Nachhinein sagen, oh, was will ich jetzt damit oder so. Sondern jeder, der es pullt, entweder freut er sich drüber oder denkt sich, ja, brauche ich nicht, ist egal. Aber man nimmt es dann niemand anderem weg. Also wenn das Set jetzt eine 0,1% Chance oder 0,01 sogar hätte, dafür könnte man es 100 Mal pullen, theoretisch. Oder tausende Male. Wäre vielleicht sinnvoller gewesen. Zumal es ja sowieso die Problematik gibt, eben mit dem Multi-Accounting. Also es ist ja keine Problematik, aber bei so einem Event ist es schon irgendwie eine Problematik. Weil grundsätzlich solche Events wahrscheinlich darauf designt sind, dass ja eigentlich jeder nur einen Char hat, aber es hat ja nicht jeder nur einen Char. Jeder hat Minimum 2 und die meisten haben viel mehr. Und wenn du dann mit all deinen Chars direkt 2 Free Pulls bekommst, diese 10 Coins, die man einfach nur fürs Einloggen bekommt, dann logischerweise ist das dann halt in 0, nix weg. Wenn es darauf eigentlich ausgelegt wurde, dass jeder sozusagen erstmal nur einen Char hat oder hätte, haben sollte, whatever. Pretty stupid. Kann man nicht anders sagen. Vor allem das Event gab es letztes Jahr schon mal unter denselben Bedingungen, es wurde nichts geändert, einfach Copy-Paste. Das sowieso fand ich auch schade. 1:1 Copy-Paste. Das fand ich auch sehr enttäuschend. Also das Glücksrad an sich ist ja nicht schlecht. Und dass man die Coins einfach fürs Nichtstun oder einfach nur fürs Online-Kommen und Online-Bleiben bekommt, finde ich auch an sich nicht schlecht. Also ab und zu mal ein Event, wo man eigentlich wirklich gar nichts dafür machen muss, sondern einfach nur Belohnungen abkassiert fürs Online-Sein, ist nicht verkehrt. Definitiv nicht. Aber ein bisschen ändern könnte man es natürlich schon. Außerdem ist es auch wieder so ein hässliches CS-Set. Letztes Jahr gab es ja dieses Hanbok-CS-Set. Auch ultra hässlich. Ich meine, gut, okay, das ist jetzt natürlich subjektiv. Aber White Stripes, also ich hoffe, ich habe es richtig im Kopf. Oder es ist auch White Stripes. White Stripes Red.
Also ich meine, ultra hässlich, ja, Ansichtssache, aber ich meine ganz ehrlich, das ist doch... Also ich meine, die packen da halt auch nie wirklich geile Sets rein, ne? Ich meine, gut, okay, die Haare finden wahrscheinlich einige Leute ganz cool. Geht so ein bisschen Richtung Japanese. Vielleicht finden die Haare ein paar Leute ganz nice. Aber es ist ja nicht mal ein Set, das man unbedingt haben will, sondern man will einfach nur ein 10% Set. Also man will den Speed-Bonus und nicht wirklich den... Man will nicht wirklich das Set haben. Also die meisten vermutlich nicht. Das kommt auch noch dazu. Oder auch die anderen Belohnungen. Gibt es ja diese Vital und Power Box mit diesem Refresher Hold A oder Vitaldrink A oder wie das heißt. Oder Power Vitaldrink. Ist ja auch ultra trashig.